Als ich letztens meine Familie in Sachsen besucht habe, hat mir meine Schwägerin eine Schüssel voller Aronia-Beeren aus ihrem Garten mitgegeben. Da ich ja selber keinen Garten habe, habe ich mich riesig darüber gefreut. So ein Geschenk bekommt man ja nicht alle Tage. Und dann stand ich da und habe überlegt, was mache ich denn jetzt damit? Um Saft zu machen, war die Menge einfach zu wenig. Also habe ich mich kurzerhand entschieden, die Beeren zu trocknen und einfach Pulver daraus zu machen. Das ist praktisch, weil es hält ewig und man kann es total vielseitig verwenden. Aronia-Beeren sind ja richtige kleine Kraftpakete. Die stecken voller Vitamine und tun dem Immunsystem richtig gut. Viele schwören auch drauf, dass sie den Kreislauf stärken und entzündungshemmend wirken. Ich finde das total spannend, weil ja die Beeren normalerweise so unscheinbar aussehen. Klein, dunkel, fast schwarz, aber eben mit richtig viel Power. Für mich ist das so ein heimisches Superfood, was man hier aus dem Garten haben kann und nicht von sonst wo holen muss. Ich konnte meine Beeren zu dem Zeitpunkt nicht gleich verwerten, darum habe ich sie erstmal gründlich gewaschen und damit von Schmutz und Blättern befreit und sie dann eingefroren. So konnte ich ein bisschen Zeit gewinnen und das ganze Trocknen auf später verschieben. Das Einfrieren hat aber auch noch den Vorteil, dass die Haut der Beeren da leichter aufplatzt und sie beim Auftauen so ein bisschen Flüssigkeit abgeben und dadurch lassen sie sich dann beim Dörren später viel besser verarbeiten. Nach ein paar Tagen habe ich sie dann aus dem Frost rausgeholt und circa so eine Stunde antauen lassen. So waren sie nicht mehr steinhart, aber trotzdem noch fest genug. Dann habe ich sie im Mixer zerkleinert und der so entstandene Beerenbrei war genau so, wie ich ihn haben wollte, weil er sich später viel besser zu Pulver vermahlen lässt, als wenn man die Beeren jetzt nur im Ganzen trocknet. Da wären die eher wie Rosinen und genau das wollte ich ja nicht haben. Den Beerenbrei habe ich dann ganz dünn auf die Silikonmatten von meinem Dörrautomat gestrichen. Getrocknet habe ich ihn bei etwa 50 Grad und habe ihn erstmal 20 Stunden laufen lassen. Da braucht man schon ein bisschen Geduld, bis das so richtig durch ist. Danach habe ich den Dörrautomat ausgeschaltet und die Masse einfach noch 2 Tage so stehen lassen, damit sie ganz in Ruhe nachtrocknen konnte. Erst danach war sie wirklich komplett trocken und ich konnte sie von den Matten abkratzen. Das war so ein bisschen Fitzelarbeit, weil es nur in kleinen Stücken abging, aber am Ende hat es dann ganz gut funktioniert. Mir ist durchaus bewusst, dass beim Trocknen ein Teil der Vitamine verloren gehen. Vor allem das Vitamin C, was ja ziemlich empfindlich ist. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere das trotzdem einfach mal aus. Denn Mineral- und Ballaststoffe und auch viele Antioxidantien halten die Wärme ja ganz gut aus. Und genau das macht die Aronia-Beere ja so besonders. Deshalb lohnt es sich für mich auch, sie mal als Pulver zu verarbeiten. Man hat zwar nicht mehr die ganz frische Beere, aber immerhin noch genug gesunde Power im Glas. Meinen getrockneten Aronia-Brei habe ich dann im Mixer gemahlen. Ganz fein wie Puderzucker ist er nicht geworden, eher ein bisschen grobkörnig, aber das stört mich nicht, denn auch so lässt sich das Pulver super verwenden. Ich gebe mir davon gerne einen Löffel in den Frischkornbrei, in den Joghurt oder einfach in den Smoothie. Für mich war das ein spannendes Experiment, um mal die Aronia-Beeren auf eine ganz andere Art und Weise zu verarbeiten und aus der kleinen Menge, die ich hatte, trotzdem so richtig viel rauszuholen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr eure Aronia-Beeren so verarbeitet. Würde mich mal interessieren. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.